War das der schnellste Paddle-Out ever? Ich glaube, für den Peak reicht meine Skills nicht aus. Hey, guten Morgen Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Wir sind hier oben, gucken gerade runter auf Castellejo und überlegen, ob wir Richtung Cordoama oder Castellejo gehen. Und während die anderen noch von ganz von vorne da hinten oben runter gucken, die Straße aber recht schlecht, dass ich jetzt nicht vorfahren will, ziehe ich mich einfach hier schon um und warte drauf, was die Ansage ist. Wenn keine kommt, dann machen wir einfach gleich selbst eine Ansage. Ich glaube, es ist egal. Zum einen oder anderen. Heute ist es nämlich überall gleich gut. 4 bis 6 Fuß sind es heute bei 10 Sekunden. Also eine ganz nette Periode für so einen Beach Break, weil sich dadurch in der Regel mehr kleinere Peaks auftun. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mein Gefühl ist, dass je länger die Periode ist, desto breiter sind auch die Lines der Sets, die reinkommen. Hi, moin. Na? Hallo Charlie. Die anderen sind von vorne und können sich scheinbar nicht entscheiden, aber ich glaube, es ist egal, ob links oder rechts. Deswegen habe ich schon angefangen, mich jetzt hier oben umzuziehen. Da sieht es okay aus. Da bricht die aber, finde ich, vorne nach der ersten Sandbank läuft dann schnell ins Tief und crumbelt so weg. Und ich glaube, dass bei Cordy wahrscheinlich echt mehr Optionen sind. So, direkt ready umgezogen. Da werden die richtig Augen machen, wenn ich schon fertig vorbeikomme. So Freunde, das wird eine Premiere heute, weil wir fahren das erste Mal zusammen in Castellejo surfen. Da nehme ich euch jetzt das erste Mal hin mit. Das ist auch ein ziemlich schöner Strand, hat ein paar schöne Breaks. Wir haben es jetzt von oben gecheckt, der Forecast sieht sehr gut aus, aber die Tide ist gerade komplett dead low, weswegen alles so ein bisschen, ja, nicht ganz so gut ist gerade hier. Wir laufen jetzt nicht so schön, wie wir uns das alle wahrscheinlich erwartet haben, aber wie es am Ende wirklich ist, sehen wir dann, wenn wir im Wasser sind. Und umgezogen bin ich schon. Das heißt, wir können direkt ins Wasser springen. Juhu. Ein paar von euch hatten sich gewünscht, dass ich meine Sessions ein bisschen mehr kommentiere und die eignet sich dafür tatsächlich perfekt. Deswegen jetzt mal noch ein paar Gedanken dazu. Als ich am Wasser stand, hat sich direkt für mich gezeigt, dass die Bedingungen deutlich heavier waren, als der Forecast das gesagt hat und als es auch vom Parkplatz aus aussah. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich nicht gekniffen und sind rein einfach mal ausprobieren. Und zu meiner Überraschung ging der Channel dann, wie man hier auch sieht, super schnell. Ihr könnt mal kurz so ein bisschen mitzählen im Kopf, die Sekunden, wie lange das gedauert hat, bis ich draußen war. Auf jeden Fall richtig schnell, richtig starker Channel über die flachen Sandbänke, ein paar hohle Wellen durch Duckdiven. War das der schnellste Paddle-Out ever? Für mich auf jeden Fall. Der Channel war tatsächlich so gut und so stark, dass er mich erstmal weit hinter den Peak rausgezogen hat. Ich dann erstmal ein Stückchen wieder zurückpaddeln musste. Und da habe ich dann auch schnell gemerkt, als ich dann im Line-Up saß, dass er noch total leer war, jetzt so früh am Morgen, dass die Wellen super hohl und super steil waren. Go, go, go! Hier
Hier hat man es auch direkt gesehen. Die Dinger haben so reingeknallt. Das war so flach auf der Sandbank. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das braucht schon echt nochmal ein ganz anderes Skill-Level, um in solche Dinger überhaupt reinzupaddeln. Nachdem ich einen versucht hatte anzupaddeln, saß ich direkt ein bisschen zu tief. Die ersten 2 geduckt bekommen. Da vorne rechts konnte ich ihn gerade kurz sehen. Einen anderen Surfer, da kann man mal sehen, wie groß die Wellen dann tatsächlich an dem Tag waren. Das waren auf jeden Fall mehr als 6 Fuß. Und jetzt wie fast noch rückwärts over the falls gezogen und auch ein Stückchen wieder weit reingedrückt. Also ja, auf jeden Fall zu heavy für mich, für mein Skill-Level. So, ich bin direkt ausgespuckt worden. Ich glaube, für den Peak reichen meine Skills nicht aus. Es ist gerade super low tide und der bricht sehr hohl über eine Sandbank. Das ist ein richtiger Sandbar Slab. Also abgesehen davon zieht der Rip richtig krass durch den Peak durch. Und ich suche jetzt nochmal einen Peak, der vielleicht ein bisschen gnädiger ist. Also auf der anderen Seite sieht es eigentlich genauso schlecht aus. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie shitty war's? 11. Reicht die Scale nicht. Da reicht die Scale nicht. Oh, war so krass stark, oder? Ja, die hat komplett einfach durch den Peak nach draußen durchgerippt. Boah. Ich war auch so schnell draußen, das hat keine 5 Sekunden gedauert, gefühlt. Aber beim Initial rausfallen. Ja, beim ersten Mal. Gut, ich habe keine einzige Welle gekriegt. Und dann saß ich einmal zu tief, wurde komplett abgeräumt. So ging es mir gerade, dann bin ich raus, ja. Arschleck, ey. Ja. Mal gucken heute nach. Und alle gehen raus. Hier, da hinten alle. Hier vorne er. Hinten kommt Andi, Alex, alle ausgespuckt. Das sah von oben besser aus, ja? Ja, von uns sah es relativ clean aus, ey. Ja. Was will man machen? Ja, später einfach nochmal surfen gehen. Zum Beispiel. Ja. Teil 2. Ja? Alles Gute. Ja. Direkt umziehen und rein. Rein. Zwei wilde Sessions, die erste gefailt, in der zweiten ein bisschen gescored. Wenn es euch gefallen hat, dann liken, abonnieren nicht vergessen, dann nehme ich euch wieder mit beim nächsten Mal. Macht's gut, bis bald.